Heute befassen wir uns mit einer der schockierendsten und unerklärlichsten Tragödien Japans. Es ist die Geschichte der Familie Miyazawa. Und dieser Fall wird bis heute untersucht, obwohl sich das Verbrechen bereits vor fast 24 Jahren ereignet hat. Das neue Jahr gilt in Japan als einer der wichtigsten Feiertage, an dem Familien zusammenkommen, gemeinsam feiern und den Beginn eines neuen Jahres begehen. Am 30. Dezember 2000 verbrachte die Familie Miyazawa den Tag, wie viele andere Familien in Tokio auch, damit, sich gemeinsam auf den Jahreswechsel vorzubereiten. Der Morgen begann damit, dass die Eltern die Kinder weckten. Yasuko bereitete ein leichtes Frühstück zu und alle setzten sich gemeinsam an den Tisch und besprachen ihre Pläne für das kommende Jahr. Später machte sich die ganze Familie auf den Weg zum Neujahrseinkauf, schlenderte durch die belebten Straßen, die mit festlichen Lichtern geschmückt waren, und ging in die Geschäfte, um alles Notwendige für das Neujahrsessen zu kaufen. Sie lachten, suchten Geschenke aus und genossen insgesamt die festliche Atmosphäre. Als sie nach Hause kamen, bereitete Yasuko das Mittagessen zu und sie setzten sich alle gemeinsam an den Tisch, um diesen herzlichen Familienmoment zu teilen. Danach packten sie ihre Einkäufe aus und begannen, das Haus zu schmücken. Die Kinder hängten mit besonderer Begeisterung Lichterketten und Spielzeug auf. Am Abend telefonierte die Familie mit Verwandten und sprach darüber, wie sie am nächsten Tag gemeinsam Silvester feiern würden. Der 44 Jahre alte Familienvater Mikio Miyazawa arbeitete im Marketing. Und Silvester war für ihn eine der arbeitsreichsten Zeiten des Jahres. Deshalb schaute er im Laufe des Tages immer wieder auf seinen Computer, um gegebenenfalls auf Arbeits-E-Mails zu antworten. Während er damit beschäftigt war, unterhielt seine Frau Yasuko ihre beiden Kinder, das 8 Jahre alte Mädchen Nina und ihren jüngeren Bruder Rei. Nach dem Abendessen verbrachten sie den Abend vor dem Fernseher und gingen schließlich schlafen. Und so tauchte gegen 23:30 Uhr, als alle 4 bereits in ihren Betten schliefen, eine dunkle Gestalt langsam aus den Tiefen des Parks auf, der an die Rückseite ihres Hauses grenzte. Dieser Mann trat lautlos aus dem Wald hervor und gelangte auf das Grundstück der Familie. Obwohl es in Japan als normal gilt, die Türen offen zu lassen, da das Land als relativ sicher gilt, war die Eingangstür an diesem Tag dennoch verschlossen. Daraufhin kletterte der Täter auf einen Baum, streckte die Hand aus und öffnete das Badezimmerfenster im 2. Stock, um ins Haus zu gelangen. Im Inneren begab sich der Täter in das nächste Schlafzimmer, wo Rei schlief, und tötete den Jungen, indem er ihm die Luft abschnürte. Diese schreckliche Tat verursachte wahrscheinlich viel Lärm, der Mikio weckte und ihn dazu veranlasste, sofort vom Erdgeschoss nach oben zu rennen. Der Kampf, der zwischen Mikio und dem Angreifer ausbrach, war kurz und brutal. Der Angreifer war mit einem japanischen Santoku-Küchenmesser bewaffnet, mit dem er dem Vater der beiden Kinder wiederholt so heftig auf den Kopf schlug, dass die Messerspitze abbrach und tief im Schädel des Opfers stecken blieb. Vor seinem Tod gelang es Mikio noch, den Täter leicht zu verletzen, doch es gelang ihm nicht, ihn endgültig zu überwältigen. Der Mann war zu stark. Als sein lebloser Körper wie eine Strohpuppe die Treppe hinunterfiel, folgte ihm der Mörder. Er stieg ins Erdgeschoss hinab, wo er, von einer Art animalischer Raserei erfasst, sich erneut auf den bereits toten Körper stürzte, wiederholt zuschlug und mit der abgebrochenen Messerklinge weiter auf den Körper einwirkte, als wolle er sogar die Erinnerung an das Opfer auslöschen. Als er endlich fertig war, ging er in die Küche, wo er sich ein anderes Messer nahm, und stieg dann wieder in den 2. Stock hinauf. Dort griff er Yasuko und ihre Tochter an. Seine Angriffe waren nicht nur grausam, sie hatten etwas Dämonisches an sich, als ob seine ganze Wut und sein ganzer Hass genau auf sie gerichtet gewesen wäre. Jeder Schlag war grausamer als der vorherige, mit der offensichtlichen Absicht, maximales Leid zuzufügen, bevor er ihnen schließlich das Leben nahm. Später stellten die Ermittler fest, dass er sich bei Yasuko und Nina viel mehr Zeit und Mühe gegeben hatte und ihr Tod weitaus schrecklicher war als der des Familienvaters Mikio Miyazawa und seines Sohnes. Obwohl er sein Ziel scheinbar bereits erreicht hatte, begab sich der Mörder dennoch auf die Straße und unterbrach die Telefonleitung. Wahrscheinlich, um jegliche Versuche zu verhindern, Hilfe zu rufen oder Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen, falls jemand plötzlich überlebt oder sich im Haus versteckt hatte. Er war sich bewusst, dass das Telefon ein wichtiges Mittel sein könnte, damit die Opfer Hilfe rufen konnten,
und beschloss, dem Haus die letzte Möglichkeit der Kommunikation zu nehmen. Danach beeilte sich der Mörder jedoch nicht mit der Flucht. Er schien jegliches Zeitgefühl verloren zu haben und wanderte in den folgenden Stunden ziellos durch das Haus, wobei er eine Reihe fast absurder und alltäglicher Handlungen vollzog. Ohne die Leichen seiner 4 Opfer zu beachten, machte er sich, als wäre nichts geschehen, daran, seine Wunden zu verbinden. Er versuchte nicht, die Blutspuren zu beseitigen oder die benutzten Verbände zu verstecken. Im Gegenteil, er ließ sie direkt auf dem Boden liegen, als wolle er, dass die Behörden alles genau so vorfänden, wie er es zurückgelassen hatte. Dann begab er sich in die Küche, wo er sich Tee kochte, als wäre er ein gewöhnlicher Gast. Er holte Melonenscheiben aus dem Kühlschrank und 4 Eiscremes aus dem Gefrierschrank und genoss diese kleinen Freuden vor dem Hintergrund des Grauens, das er selbst verursacht hatte. Später legte er sich auf eines der Sofas im Wohnzimmer und döste ein. Als er aufwachte, schaltete er kurz Mikios Computer ein und ging dann auf die Toilette, ohne sich die Mühe zu machen, die Spülung zu betätigen. Dann, in den frühen Morgenstunden des neuen Jahres, verließ er endlich dieses Haus. Am 31. Dezember 2000 um 11 Uhr morgens versuchte Yasukos Mutter, ihre Tochter anzurufen, um die Pläne für Silvester zu besprechen. Der Anruf kam jedoch nicht durch. Die Telefonleitung war bereits unterbrochen worden, was sie zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht wusste. Besorgt machte sich Yasukos Mutter auf den Weg zu ihrem Haus und klingelte an der Tür. Es öffnete jedoch niemand. Im Haus war weder Bewegung noch Geräusche zu hören. Von großer Sorge erfasst, benutzte sie ihre Schlüssel, um das Haus zu betreten. Vor ihren Augen bot sich ihr sofort ein schrecklicher Anblick. Am Fuße der Treppe, die in den 2. Stock führte, lag die Leiche von Mikio Miyazawa, dem 44 Jahre alten Familienvater. Yasukos Mutter begann, nach der Familie zu rufen, doch als Antwort herrschte nur Stille. Sie stieg die Treppe hinauf und sah die Leiche ihrer Tochter Yasuko. Sie war 41 Jahre alt und daneben die Leiche ihrer Enkelin Niina, die gerade einmal 8 Jahre alt war. Vor Entsetzen wie gelähmt berührte sie ihre Leichen, als hoffe sie, dass all dies nur ein Albtraum sei, der bald enden würde. Und in dieser völligen Ratlosigkeit ging sie in das Nachbarzimmer, genau das sich neben den Leichen von Yasuko und Nina befand, und entdeckte dort Rai, der in seinem Bett lag. Er war erstickt worden, und genau das ließ die Ermittler vermuten, dass er das erste Opfer dieses brutalen Verbrechens gewesen war. Die Polizei stellte schnell fest, dass der Mörder die zerbrochene Tatwaffe am Tatort zurückgelassen hatte, an der sich sowohl Spuren seines Blutes als auch des Blutes seiner Opfer befanden. Außerdem hatte er aus unerklärlichen Gründen eine kleine Tasche auf dem Boden liegen lassen, in der Marker und eine kleine Menge Sand gefunden wurden. Alle diese Gegenstände wurden beschlagnahmt und zur forensischen Untersuchung geschickt, in der Hoffnung, die Identität des Mörders festzustellen. Obwohl die gefundenen Kleidungsfasern wichtige Anhaltspunkte für den Täter lieferten, wurde schnell klar, dass die Suche nach ihm nicht einfach werden würde. DNA und Fingerabdrücke wurden gefunden und analysiert, stimmten jedoch mit keinem Eintrag in der nationalen Datenbank Japans überein. Der Ermittler Tsuchida betrachtete die Fotos vom Tatort, die auf dem Tisch in seinem schummrig beleuchteten Büro ausgebreitet lagen, und wirkte konzentriert, zugleich aber von tiefer Enttäuschung geprägt. Es war bereits eine Woche vergangen, seit eine ältere Frau die Leichen ihrer Familie entdeckt hatte, die in ihrem eigenen Haus brutal ermordet worden waren, und die Ermittlungen hatten noch immer keine Ergebnisse gebracht. Jemand hatte es geschafft, all das zu tun und zu verschwinden, ohne Spuren zu hinterlassen, die deutlich genug gewesen wären, um ihn zu fassen. Als Leiter der Polizeistation stand Tsuchida unweigerlich im Mittelpunkt dieses aufsehenerregenden Falls und hatte den Befehl erhalten, dessen Aufklärung so schnell wie möglich voranzutreiben. Auf den ersten Blick schien alles einfach zu sein. Die persönlichen Gegenstände und Spuren, die der Täter hinterlassen hatte, versprachen einen Hinweis auf seine Identität. Doch die DNA stimmte, wie bereits erwähnt, mit keinem Eintrag in der nationalen Datenbank überein und stellte damit faktisch ein unüberwindbares Hindernis auf dem Weg zu einer offensichtlichen Lösung dar. Die Situation erforderte einen anderen Ansatz, und so wandte sich sein Team den Zeugenaussagen und den Aufzeichnungen der Überwachungskameras zu. Doch auch hier stellte sich heraus, dass sie im Dunkeln tappten. Der Mörder war auf keiner der Kameras rund um das Haus zu sehen,
und die Zeugen konnten nichts liefern, was man hätte verwerten können. Sehr systematisch und kaltblütig entging dieser Mann allen möglichen Fallen, als wüsste er jeden ihrer Schritte im Voraus. Diese Tatsache verstärkte nur die Besorgnis und das Gefühl, dass sie es mit jemandem zu tun hatten, der weitaus gefährlicher war als ein gewöhnlicher Verbrecher. Die Analyse ergab, dass der Mörder ein Mann gemischter Herkunft war. Dabei stammte wahrscheinlich ein Elternteil aus Südeuropa. Sein Blut wurde als Typ A identifiziert. Und aufgrund der Art der Wunden, die er seinen Opfern zugefügt hatte, wurde angenommen, dass er Rechtshänder, schlank und etwa 170 Zentimeter groß war. Die Analyse der bei den Morden angewendeten Kraft deutete auf ein Alter zwischen 15 und 35 Jahren hin. Aber darüber hinaus konnte nichts Genaueres bestätigt werden. Nach Angaben der Polizei wurden am Tatort über 1000 Spuren gesichert. Fingerabdrücke, Fußspuren, Kleidung, ein Santoku-Messer, Blut und eine große Menge biologischen Materials des Täters, darunter Haare. Doch trotz dieser Vielzahl an Spuren führten die Ermittlungen zunächst zu keinem Ergebnis. Die Ermittler untersuchten sogar die vom Täter hinterlassenen biologischen Spuren, die am Tatort gefunden worden waren. Die Analyse ergab, dass der Mann am Tag vor den Morden eine einfache Mahlzeit aus grünen Bohnen und Sesamsamen zu sich genommen hatte. Später wurde bestätigt, dass sowohl das Küchenmesser, das für die Morde verwendet wurde, als auch die Kleidung, die der Täter trug, in der Präfektur Kanagawa in Japan gekauft worden waren, die etwa eine Autostunde entfernt liegt. Mit der Zeit fand die Polizei heraus, dass von dem Pullover, den der Mörder trug, insgesamt nur 130 Exemplare hergestellt und verkauft worden waren. Und das war zunächst eine vielversprechende Spur. Denn allein durch diese Überprüfung konnten sie den Kreis der Verdächtigen deutlich eingrenzen. Leider führte ihre Untersuchung jedoch nur zu 12 Käufern dieser Pullover, die offensichtlich keinerlei Verbindung zum Täter hatten. Der vielleicht überraschendste und faszinierendste Hinweis auf die Identität des Angreifers war eine detaillierte Analyse des Sandes, der in der zurückgelassenen Tasche gefunden wurde. Den Wissenschaftlern gelang es herauszufinden, dass es sich um Sand aus der Wüste von Mojave in Kalifornien handelte, genauer gesagt aus der Gegend um den Luftwaffenstützpunkt Edwards. Seit den Morden wurden zahlreiche verschiedene Hypothesen aufgestellt, wer für die sinnlosen Morde an dieser jungen und scheinbar unscheinbaren Familie verantwortlich sein könnte. Diese Hypothesen unterscheiden sich in ihrer Plausibilität, doch leider gibt es so wenig Beweise, dass keine der Theorien plausibler erscheint als die andere. Die am weitesten verbreitete Hypothese geht davon aus, dass die Familie Opfer eines Stalkers wurde, der möglicherweise von manischer Eifersucht oder einer pathologischen Zuneigung zu einem der Familienmitglieder getrieben war. Der offensichtliche Unterschied im Ausmaß der Verletzungen bei den weiblichen Familienmitgliedern im Vergleich zu den männlichen hat einige Psychologen zu dem Schluss kommen lassen, dass der Mörder einen tiefen Hass auf Frauen gehegt haben könnte, möglicherweise ausgelöst durch eine persönliche Tragödie oder unerfüllte Gefühle. Möglicherweise handelte es sich um einen Mann, der von Yasuko Miyazawa oder einer Bekannten der Familie besessen war und glaubte, einst von ihr gekränkt oder gedemütigt worden zu sein. Es gibt auch Hinweise darauf, dass das Gesicht von Yasuko mit einem Futon bedeckt war. Und laut einem Artikel über diesen Fall ist es in Japan üblich, nach dem Tod nur die Gesichter von Menschen zu bedecken, die man kennt. Dennoch brachten die Ermittlungen zu allen möglichen Verdächtigen sowie die Befragungen von Freunden und Verwandten der Familie keine nennenswerten Ergebnisse. Und diese Theorien blieben bloße Vermutungen. Ob die Familie Miyazawa in der Vergangenheit in einen Konflikt verwickelt gewesen war, konnte ebenfalls nicht eindeutig geklärt werden. Eine der Versionen besagt, dass der offene Platz hinter dem Haus der Familie Miyazawa der Grund für die Tragödie gewesen sein könnte. Es gab Gerüchte, dass die Behörden der Familie bis zu 100 Millionen für einen Umzug angeboten hätten, um ihr Haus abzureißen und den Park zu erweitern. Außerdem kam es laut einigen Zeugenaussagen wenige Wochen vor seinem Tod zu einem Konflikt zwischen Mikio Miyazawa und einer Gruppe junger Leute auf einem örtlichen Skateboardplatz. Es ist also nicht auszuschließen, dass dieser Konflikt dazu führte, dass eine Straßenbande beschloss, sich für diese angebliche Respektlosigkeit zu rächen. Eine weitere populäre Theorie besagt, dass der Mörder ein Migrant oder ein obdachloser Mensch gewesen sein könnte.
Das Haus der Familie Miyazawa lag, wie viele andere Häuser in Japan auch, nur wenige Gehminuten von Bahnhöfen entfernt, was den Verdacht aufkommen ließ, dass der Täter mit Hilfe des weit verzweigten Eisenbahnnetzes durch das Land gereist war. Seit den 1980er Jahren sah sich Japan mit einer zunehmenden Migration aus benachbarten asiatischen Ländern sowie mit einer steigenden Zahl von Menschen konfrontiert, die ihre Wohnung verloren hatten. In den 1990er Jahren erlebte Japan, wie viele andere Länder auch, eine schwere Wirtschaftskrise. Viele Menschen verloren ihre Arbeit und fanden nie wieder zu einem stabilen Leben zurück. Ein Teil von ihnen begann, ein Nomadenleben zu führen und weigerte sich, in eine Gesellschaft zurückzukehren, die sie ihrer Meinung nach im Stich gelassen hatte. Möglicherweise war der Mörder einer dieser Menschen. Und das Haus der Familie Miyazawa wurde zufällig ausgewählt. Es war einfach das erste Haus, dem er begegnete, als er den Park verließ. Es könnte auch sein, dass er die Familie in einem Geschäft gesehen hatte, als sie Einkäufe für das neue Jahr erledigten und beschloss, ihnen zu folgen. Eine der Theorien betrifft den Sand, der in der Tasche gefunden wurde. Dieser Sand wurde als Material aus der Wüste von Nevada in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts Edwards identifiziert. Das lässt vermuten, dass der Mörder Verbindungen zum amerikanischen Militär gehabt haben könnte. Einige Kommentatoren behaupteten, der Täter sei möglicherweise einer der 50.000 amerikanischen Soldaten gewesen, die sich zu dieser Zeit in Japan aufhielten. Diese Theorie sollte nach Ansicht einiger Beobachter auch das gemischte DNA-Profil erklären, das am Tatort gefunden wurde. Es scheint, als gäbe es kaum Hoffnung, dieses Verbrechen vollständig aufzuklären und den Täter zu fassen. Zumal für viele Straftaten Verjährungsfristen gelten. In Japan beispielsweise 30 Jahre für Verbrechen, die mit der Todesstrafe geahndet werden, und 20 Jahre für Straftaten, die mit lebenslanger Haft bestraft werden. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.